Nur 50 Tage lang war die Hacking-Gruppe Lulzsec offiziell aktiv. In dieser Zeit gelang es ihnen, Sony Pictures, die britische Behörde für organisiertes Verbrechen, und die CIA zu hacken. Einfach, weil sie es lustig fanden. Und das waren nicht mal alle. Sie hatten eine Partnerschaft mit Anonymous, wurden verhaftet und sollen jetzt sogar wieder aktiv sein. Wer ist eigentlich Lulzsec und wieso ist ihr Fußabdruck so gigantisch? In einem kleinen Internetforum am Rande des Legalen namens 4chan, das ihr vielleicht schon aus einigen Stories von mir kennt, formierte sich nicht nur Anonymous, sondern auch die berüchtigte Hackergruppe Lulzsec als kleines, aber sehr fähiges Team aus nur 6 Mitgliedern. Sabu, Topiary, Kyler, T-Flow, Pawnsource und Avanit. Laughing at your cybersecurity since 2011 war ihr Motto. Jetzt weiß ich nicht, wie tief ihr in der 2011er Meme-Bubble wart, aber Lulz ist eine Abwandlung des Akronyms LOL, Laughing Out Loud. Schreibt mir gerne, welches der Lulzsec-Memes euch am besten gefällt. Ich versuche in das Video so viele wie möglich einzubauen. Das Motto der Gruppe besagt also nicht weniger als: Sie lachen ihre Ziele für ihre lächerliche Cybersecurity aus. Das merkt man durchaus auch an den hochrangigen Zielen und den Meme-Ergebnissen. Der erste Angriff traf am 7. Mai 2011 Fox News, die den Rapper Common als abscheulich bezeichneten. 73.000 Profile von X-Factor-Kandidaten wurden dabei veröffentlicht. Nur 3 Tage später, am 10. Mai, übernahmen sie die Website von pbs.com und veröffentlichten einen Artikel, dass der Rapper Tupac Shakur noch am Leben wäre. Das Bild auf der Website wurde abgewandelt zu diesem hier: All your base are belong to Lulzsec. In einem Interview mit Forbes sagte eines der beteiligten Mitglieder, Whirlpool, dass es ihm eigentlich hauptsächlich um Unterhaltung geht, aber auch Gerechtigkeit. Der Grund diesmal: PBS hatte eine Doku über WikiLeaks veröffentlicht, die Bradley Manning in einem ziemlich unangenehmen Licht darstellte. Ja, und natürlich haben sie Administrator-Zugangsdaten mal soeben von ganz PBS veröffentlicht. Die sind übrigens sogar heute noch online, aber natürlich ungültig. Sie gewannen extrem schnell an Bekanntheit und weitere Mitglieder stießen schnell dazu. Wann genau, lässt sich immer sehr schwer sagen, aber zumindest einige neue Mitglieder sind sehr schnell dazu gestoßen. Und die Überschneidungen zu Anonymous wurden auch immer größer. Am 2. Juni dann hackten sie, wovon ihr alle vermutlich schon mal gehört habt: Sony Pictures. Das Lustige an der Stelle: Ich wurde bereits ein paar Mal gefragt, ob Sony Pictures von Nordkorea und der Hacking-Gruppe Lazarus gehackt wurde oder ob es Lulzsec war. Die Antwort: beide. Sony Pictures wurde 2011 gehackt von Lulzsec und dann nochmal 2014, wohinter mutmaßlich Lazarus stand. Bei dem Hack von Lulzsec wurden Daten von über 1 Million Nutzern gestohlen. Sony entstand ein Schaden dabei von etwa $605.000. Verlorene Daten, verlorene Kunden, das hat auch heute noch seinen Preis, wenn der nicht sogar noch höher geworden ist. Warum der Hack? Weil sie es konnten. Also wirklich, das war die Aussage. Sie waren ein leichtes Ziel und Lulzsec wollte einfach ihre Lücken aufzeigen. Direkt einen Tag später, am Freitag, den 3. Juni 2011, wurde die FBI Friday Kampagne geboren. Ich frage mich, ob sie anders heißen würde, wenn das ein Donnerstag, naja, egal. Dabei drang Lulzsec in Infraguard Atlanta ein, eine private Organisation mit sehr engen Beziehungen zum FBI. Sie gelangten dabei an ungefähr 180 Logins, manche sogar direkt mit Beziehung zum FBI und natürlich dem passenden E-Mail-Verkehr und Zugang zu deren Infrastruktur. Auch der CEO der Sicherheitsfirma Unvalence wurde in diesem Zug mitgehackt. Er nutzte übrigens für seinen Administratorzugang dasselbe Passwort wie für seine E-Mail. Mittlerweile wurde auch eine eigene Hymne für Lulzsec veröffentlicht. Eine in Form eines Raps, die andere an Anlehnung an das Love Boat, für das Lulzsec Boat stand. Fun Fact: Infraguard wurde auch 2022, also 11 Jahre später, nochmal gehackt. Hackerangriffe mit Beziehung zum FBI und damit auch zu wirklich sensiblen Informationen wie Spitzel, mögliche Terroristen oder straight-up Hacking-Tools sind wahnsinnig gefährlich, wie ihr euch denken könnt. Auch die Webseite der CIA wurde dann kurz darauf gehackt und verändert. Durch eine einfache SQL-Injection konnten die Namen und Kontaktinformationen mehrerer CIA-Mitarbeiter erlangt werden.
Auch wenn dieser Angriff eher symbolische Natur hatte, dürfte die Message deutlich sein. Die große CIA, das große FBI, die für Geheimhaltung und Sicherheit stehen, von einem Angriff, der heute als billig und ziemlich lächerlich gilt, gehackt zu werden. Lulzsec hat damit deutlich gemacht, auch Giganten sind nicht vor ihnen sicher. Damit das nicht mehr passiert, gibt es damals, aber auch jetzt mittlerweile immer mehr Experten, die sich um genau solche Sicherheitslücken kümmern. Über die Jahre ist unsere Arbeit schon auch massiv anders geworden und das Ansehen, das mittlerweile mit der IT-Security einhergeht, ist um ein Vielfaches gestiegen. Dennoch gibt es Sicherheitslücken, zu einem großen Teil auch einfach deswegen, weil wir nicht genügend Leute haben, die sich um diesen Bereich kümmern können. Und hier kommt ihr ins Spiel. Ich arbeite schon länger mit der FHDW zusammen, die genau für solche Themen ein Cybersecurity-Studium anbieten. Da kümmert man sich genau um sowas. Damit ihr das aber machen könnt, hat die FHDW in der nächsten Zeit einige Abi-Bootcamps, damit ihr gut durchs Abi kommt. Kosten absolut gar keine. Am 15. März findet der Teil fürs Informatik-Abi statt, am 1. April und am 15. April ein Kurs für Mathe. Ihr geht dort die elementaren Teile des Unterrichts durch, um gut auf die Prüfung vorbereitet zu sein. Und nach dem Abi könnt ihr dann natürlich direkt zur FHDW für euer duales Cybersecurity-Studium gehen. 2 Tage danach stahl Lulzsec aus dem Arizona Department of Public Safety sensible Informationen aus Dokumenten und Mails, die sie dann sogar wieder öffentlich gemacht haben. Darunter befanden sich einige Trainingshandbücher und staatliche Dokumente. Lulzsec sah das als Teil der Operation Anti-Security und immer mehr verschwammen die Grenzen zwischen Mitgliedern von Anonymous und denen von Lulzsec. Denn #Antisec war auch bei Anonymous sehr weit verbreitet. Der große Unterschied: Lulzsec war eine klassische Black Hat Hacking Gruppe mit Leuten, die bestimmen, wo es lang ging. Anonymous gilt als loses Kollektiv, ohne Kopf und ohne eine bestimmende Stimme. Bei Anonymous macht man halt Aktionen mit, wenn man Lust hat oder wenn sie einem in den Kram passen. Bei Lulzsec arbeitete man zusammen. Mit dem Angriff auf Soka bewiesen die Hacker allerdings, dass viele ihrer gemeinsamen Ziele ziemlich gut erreicht wurden. Die Serious Organized Crime Agency, SOCA, aus dem UK wurde mit einem Denial-of-Service-Angriff für mehrere Stunden vom Netz genommen. Bei einem Denial-of-Service-Angriff heißt es Masse statt Klasse. Viele Millionen Anfragen bombardieren eine Website. Die kann dann nicht mehr unterscheiden zwischen echt und unecht und versucht allen diese Website auszuliefern. Sie geht dadurch meistens in die Knie oder down. Ein wirklicher Hack war das allerdings nicht, eher ein Warnschuss, wenn man so möchte. Eines der Lulzsec-Mitglieder hatte zu diesem Zweck schon ein Netz aus gehackten Geräten gebaut, die dann alle eben Traffic an diese Website geschickt haben. Diese über 500.000 Geräte nutzte er für den Angriff. Zum Einsatz kam, ihr ahnt es, ein Meme-Werkzeug, die Lulz-Cannon, die einen Denial-of-Service-Angriff von einer Maschine startete mit den Worten "Fire the Weapon" und falls das Ziel nicht mehr erreicht ist, mit den Worten "Tango Down" antwortete. Der tiefe Grund diesmal: staatliche Überwachung. Der Staat sammelte schon 2011 Informationen über alles und jeden, häufig gegen den Willen der Bürger. Aber, und das wollten Lulzsec und Anonymous hier zeigen, kann die Information selbst eigentlich gar nicht schützen. Frei nach dem Motto, nur nicht gesammelte Daten können nicht gestohlen werden. Da das aber nur ein DDoS-Angriff war, bei dem keine Informationen gestohlen wurden, drangen sie 4 Tage später in die Website der brasilianischen Regierung ein. Auch die Ölfirma Petrobras wurde ein Ziel. Sensible Informationen wurden auch hier wieder veröffentlicht. Am 16. Juni griffen sie Bethesda an und veröffentlichten Usernamen und Passwörter, weil, laughing at your cybersecurity. 4 Tage später war der National Health Service des UK dran. Am 23. die Website der Internationalen Atomenergiebehörde und jeweils wurden sensible Informationen veröffentlicht. Auch Nintendo wurde gehackt. Über Twitter schrieb Lulzsec, dass sie eine sensible Config-Datei hätten, aber sie mögen die Nintendo-Konsolen und würden das deshalb nicht veröffentlichen. Am 25.11. kündigten sie auf Twitter an, dass sie sich auflösen wollen. Ihr Zweck sei, auf die Gefahren von Hacking aufmerksam zu machen. Sie wollen aber eigentlich keinen Schaden verursachen. Dann wurde es still um Lulzsec.
Irgendwann im Juni 2011 gelang dem FBI ein Gegenschlag. Sie verhafteten einen Hacker mit dem Namen Hector Xavier Monsegur. Er wurde angeklagt unter anderem wegen Hacking und Identitätsdiebstahl. Monsegur stand eine Gefängnisstrafe von mehr als 26 Jahren bevor und als Vater zweier junger Kinder wollte er das verständlicherweise vermeiden. Als klar wurde, dass Monsegur online unter dem Pseudonym Sabu unterwegs war, wurde ein Deal ausgehandelt. Als führender Kopf hinter Lulzsec sollte er dem FBI helfen, seine Kollegen zu schnappen. Einigen Gerüchten zufolge wurde dieser Deal sogar schon nach 24 Stunden ausgehandelt. Das ist aber natürlich nicht leicht, denn Anonymität ist auch innerhalb von Hackergruppen groß geschrieben. Sabu teilte also dem FBI häufig mit, welche Angriffe als nächstes geplant sind und minimierte dadurch den Schaden, den Anonymous und Lulzsec überhaupt erreichen konnten. Über ihre Kommunikationsplattformen IRC, Twitter oder E-Mail konnte er jedoch auch Tipps zu den Identitäten der übrigen Lulzsec-Mitglieder liefern. IP-Adressen, Usernamen, E-Mail-Adressen oder andere private Informationen gaben ihnen dann den Rest. Topiary, aka Jake Davis, 18 Jahre alt, wurde zu 2 Jahren Jugendstrafanstalt verurteilt. T-Flow mit echtem Namen Mustafa Al-Bassam bekam 2 Jahre Bewährung und 300 Stunden Sozialarbeit. Kyler, der mit bürgerlichem Namen Ryan Aykroyd heißt, bekam 30 Monate im Gefängnis, durfte aber wegen guter Führung nach 15 Monaten wieder raus. Pawn Source Darren Martin musste für 32 Monate ins Gefängnis. Der Hass, der Sabu dafür entgegengerollt war natürlich gigantisch, könnt ihr euch vorstellen. Aber um das nochmal zu veranschaulichen, Kyler war nach Sabu mit 25 Jahren tatsächlich der Älteste in der Gruppe. Die Mitglieder waren und sind durchschnittlich genauso alt wie ich. Avanit ist übrigens bis heute ungefasst. Aus der Anonymous-Bewegung schwappte Sabu unfassbarer Hass entgegen, doch auch der ebbte irgendwann ab. Einen CSO habe ich irgendwann von Lulzsec als dumme, unreife Vandalisten sprechen gehört. Teenager, die zeigen wollen, was sie selbst nicht verstehen. Aber vielleicht war es genau dieser naive Gedanke, der einiges bewegen konnte. Die 50 Days of Lulz sind mittlerweile fast 12 Jahre her. Noch immer spionieren Staaten ihre Bürger aus, wie wir schmerzlich mit Staatstrojaner und Co. gelernt haben. Melde ich heute eine Lücke an eine Website oder an einen Website-Betreiber, kommt noch immer selten was zurück. Gelegentlich bekommt man sogar eine Anzeige, wie uns die CDU mit ihrer eigenen Wahlkampf-App bewiesen hat. Dazugekommen ist seit dem Krieg in der Ukraine eine Welle an staatlichem Hacking und gefährlicher Falschinformation. Die Themen mögen zwar schon vor 12 Jahren aktuell gewesen sein, doch repariert wurden sie noch immer nicht, im Gegenteil. Und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum es nun heißt, Lulzsec ist wieder zurück. Es gibt wieder einen aktiven Twitter-Account, der Anonymous-Aktionen im Zuge des russischen Angriffskriegs teilt. In der Szene heißt es, die ehemaligen Mitglieder sind zurück. Es wäre aber schön doof, wenn die Namen der Mitglieder ja bekannt sind, wieder aktiv zu werden. Und trotzdem gibt es da dieses mysteriöse 6. Mitglied, das nie geschnappt wurde. Um ehrlich zu sein, es ist fast schon ein kleiner Mythos gewachsen um die verrückten Teenager, die in 50 Tagen die Welt mit Memes gehackt haben. Das leicht kriminelle Gedankengut bleibt allerdings definitiv bestehen. Gerechtigkeit erzwingen, wenn die Behörden schweigen, die im Auge behalten, die uns im Auge behalten. Das sind Ideen, die ihr vermutlich schon mehrfach gehört habt, seien es vom Chaos Computer Club, von manchen digitalen Parteien oder auch von mir. Und doch gibt es da einen gewaltigen Unterschied zwischen sich strafbar machen, Schaden anrichten, eventuell ins Gefängnis zu müssen und für Aufklärung zu sorgen. Dafür zu sorgen, dass Firmen, Staaten und Behörden ihre Lücken schließen. Sensible Informationen zu veröffentlichen oder Menschen zu schaden, das ist doch genau warum wir wollen, dass die Lücken geschlossen werden. Warum wir wollen, dass ihr eure Geräte aktualisiert und Firmen zu mehr Sicherheit verpflichtet werden. Heute sind übrigens fast alle der berühmten Lulzsec-Hacker Gründer von Cybersecurity-Firmen, leitende Pentester oder Speaker und Lehrer. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ja, die wären ziemlich verrückt, wieder auf den Plan zu treten. Aber wenn sie eins sind, dann verrückt. Und wenn wir eins brauchen, dann Leute, die uns wachrütteln, dass in der Cybersecurity noch immer vieles im Argen liegt.
Das könnt übrigens auch ihr sein, aber bitte mit legalen Mitteln. Ich arbeite schon an einigen Möglichkeiten, wo ihr nicht mit einem Bein im Gefängnis steht, sondern legal solche Tätigkeiten durchführen könnt. Aber behaltet bitte immer im Kopf, dass ihr einen echten Vertrag braucht. Wenn ihr zu all dem mehr wissen wollt, folgt mir gerne auf allen anderen Plattformen und bis zum nächsten Mal. Ciao!